Hi Leute, kennt ihr noch den Morator, den Rasenmäherpanzer, den ich euch letztes Jahr im Sommer vorgestellt habe? Und dieser hat mir auch über den ganzen Sommer und im ganzen Jahr hilfreich zur Seite gestanden, hier bei der Bewältigung von großen Grasflächen. Hierbei hat er sich hervorragend geschlagen, aber jetzt machen wir das Gerät winterfest. Wir hängen einfach vorne ein 20 Kilo Stahlschild dran, bauen hier Schneeketten auf und schauen mal, ob er sich im Winter genauso gut schlägt oder dann auch dementsprechend mein Winterbiest für das Schneeräumen wird. Mehr dazu aber hier in diesem Video. Schauen wir uns als erstes mal den Lieferumfang des Umrüstkits an. Wir sehen hier natürlich das Schiebeschild, massiver Stahl, pulverbeschichtet, 20 Kilo schwer. Das ist also definitiv kein Spielzeug. Wenn ich das an das Gerät anbaue, dürfte das ganz schön schwer werden. Alles in allem haben wir hier auch noch einen Linearmotor. Der hilft uns natürlich, das Schiebeschild anzuheben oder abzusenken. Das vereinfacht das. So können wir die ganze Geschichte dann auch per Fernbedienung steuern. Dann haben wir hier das Umrüstkit oder Aufbaukit. Hier, das wäre das Teil. Dieses wird an unserem Mähroboter befestigt, um das Schild aufzunehmen. Und hier das Stahlschiebeschild. Ich schaue mal, knappe 80 cm breit. Hier können wir ganz schön was wegschieben. Und ihr seht, das ist ein ganz schöner Koloss. Dann haben wir natürlich noch das Anbaumaterial mit im Lieferumfang und ein ganz spezielles Schmankerl: Schneeketten. Habt ihr das schon mal gesehen? Schneeketten an einem Rasenmäher. Das ist auch die absolute Premiere hier auf meinem Kanal. Sowas habe ich auch in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Kommen wir als erstes zur Montage des Schiebeschilds. Keine Angst, das sieht schlimmer aus, als es ist. Die Montage ist doch recht einfach. Wir haben hier den Montagerahmen für das Schiebeschild. Hier wird das Schiebeschild an dem Roboter befestigt. Diesen müssen wir erstmal vorbereiten. Hierfür haben wir, ich nenne es einfach mal, diese Klemme. Diese schrauben wir als erstes hier an. Wichtig, schraubt sie nicht falsch herum an, sondern genau so, wie ich es zeige. Alle benötigten Schrauben für die Montage sind im Set enthalten und können dann hier mit dem im Lieferumfang enthaltenen Imbusschlüssel angezogen werden. Als nächstes befestigen wir den Rahmen links und rechts auf dem Rahmen des Roboters. Hier ist aber ganz wichtig darauf zu achten, hier besteht Verwechslungsgefahr. Wir haben zwei Aufnahmeschalen, diese sind absolut baugleich für links und rechts. Bitte achtet darauf, dass ihr diese nach vorne bündig montiert. Wir haben hier so eine kleine Ausfräsung. Diese passt exakt hier vorne auf diese Schweißnaht, sage ich einfach mal. Und hier können wir das System fest verschrauben mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schrauben. Im nächsten Schritt bereiten wir das Schiebeschild vor. Wir nehmen hier unten diesen Verriegelungsstift und ziehen den Bolzen heraus. Hier haben wir nun die Einstellung, die uns ermöglicht, das Schild gerade nach links oder nach rechts auszurichten. Wir richten das Schild jetzt erstmal für den Transport gerade aus, schieben den Bolzen hier hinein und sichern diesen. Um das Schild vorne an dem Roboter zu montieren, achtet darauf, dass hier unten diese Abstandsfüße montiert sind. Das sind Stahlfüße, die das Schild vom Boden entkoppeln und dafür sorgen, dass sich das Schild nicht hier vorne in den Schnee oder in den Boden eingräbt. Das heißt, diese sorgen immer für einen gewissen kleinen Spalt zwischen Schild und Oberfläche. Achtet darauf, dass diese vormontiert sind. Sind sie es nicht, montiert diese noch. Und jetzt können wir das Schild vorne schon einhängen. Dazu stellen wir das Schild vor dem Roboter auf dem Boden auf und führen es an die Aufnahme heran. Einfach hier jetzt wieder den Bolzen einbringen, entweder von links oder rechts, das ist relativ egal, und sichern. Das nächste wichtige Bauteil ist der Linearmotor. Bitte baut diesen nicht falsch herum an. Hier unten haben wir den Stempel, der nach vorne ausfährt. Dieser wird hier vorne in das Schiebeschild montiert. Dafür verwenden wir diese Spezialschraube und wir haben hier Unterlegscheiben sowie natürlich auch Kunststoffzwischenlagen. Diese müssen unbedingt mit einmontiert werden. Das heißt Schraube, Kunststoffzwischenlage und hier drüben auch wieder ganz wichtig, die Kunststoffzwischenlage nicht vergessen. Dann wieder Unterlegscheibe und die selbstsichernde Mutter hier drüben anbringen und anziehen. Wichtig, der Linearmotor muss sich hier noch frei bewegen können nach dem Anziehen. Achtet darauf beim Anziehen. Der Linearmotor wird jetzt hier oben in dieser Aufnahme aufgebracht. Hierfür haben wir diesen Bolzen. Einfach diesen hier einbringen, etwas anheben und den Bolzen einbringen. Wichtig, vergesst auch hier nicht, den Bolzen zu sichern. Das Steuerkabel des Linearmotors wird hier unten am Gestell entlang geführt. Hier haben wir Befestigungspunkte für das Kabel und hier mit diesem Stecker verbunden. Achtet darauf, hier die Stecker haben eine Nase und eine Nut. So könnt ihr diesen Stecker nicht falsch herum anschließen. Und er wird auch hier komplett wasserdicht abgedichtet und ist so richtig verbunden. Wir klicken das Kabel hier unten ein und haben es so schon zum Punkt geführt. Jetzt müssen wir noch die Steuerung des Schiebeschilds mit dem Morator verbinden. Das geht über diesen Stecker auf der Rückseite des Roboters. Einfach einklicken, verriegeln tut er sich von selbst und damit ist der Anschluss schon
korrekt ausgeführt. Optional sind im Lieferumfang noch Schneeketten enthalten. Diese können sehr einfach aufgebracht werden. Entweder ihr überfahrt einfach die Schneeketten oder wie ich, legt sie hier um das Rad herum. Im Prinzip haben wir hier zum Verbinden der Schneeketten, ich halte es mal etwas näher in die Kamera, diese Verschraubung, diese wird dann einfach hier zusammengeschraubt. Ich baue es hier einfach mal beispielhaft an. So, die Ketten sind drauf. Wichtig, ein kleiner Zeitindex von mir. Ich habe jetzt hier für fast 20 Minuten gebraucht. Man muss dazu sagen, ich bin mir nicht sicher, ob die Ketten für die Grobstollenreifen gedacht sind. Ich glaube eher nicht. Deswegen gingen sie wahnsinnig stramm hier drauf und es war eine ziemliche Fummelei. Ich empfehle euch zuerst die innere Schraube anzuziehen, dann die äußere. Weil hier drinnen kommt man mit dem Schlüssel wirklich schlecht zum Anziehen bei, aber ihr seht, ich habe sie trotzdem drauf gebracht. Kommen wir zur Inbetriebnahme. Hierfür benötigen wir einen geladenen Akku. Zum Laden des Akkus, gerade im Winterbetrieb, ich empfehle euch den Akku nicht bei Minustemperaturen zu laden, sondern entnehmt ihn wie ich hier aus dem Fahrzeug und ladet ihn irgendwo bei normalen Temperaturen auf und lagert ihn auch so ein. Ihr seht, mein Akku ist aufgeladen, das heißt, ich trenne das Ladegerät und setze den Akku jetzt hier ein. Wir schalten den Roboter ein, indem wir hier den Akku einschalten. Wir sehen jetzt hier eine Art Fehlermeldung, das heißt, der Schiebeschild ist nicht konfiguriert. Das heißt, wir müssen die Fernbedienung erstmal updaten. Um die Fernbedienung abzudaten, geht ihr folgendermaßen vor. Wir nehmen hier den Punkt Einstellungen, scrollen nach oben und finden hier den Punkt Firmware Update. Dort klickt ihr drauf. Wie ihr seht, erhaltet ihr hier einen QR-Code für Android. Den scannen wir einfach mit unserem Smartphone ein. Einfach die Kamera-App öffnen, den QR-Code einscannen. Hier können wir jetzt die App für Android herunterladen und über euer Android-Smartphone öffnen. Wichtig, ihr müsst dafür sorgen, dass euer Smartphone oder euer Android so eingestellt ist, dass Apps von fremden Quellen installiert werden können. Das macht ihr in den Grundeinstellungen. Ich möchte das jetzt hier mal tun. Ich müsste das schon eingestellt haben. In der App angekommen, meldet ihr euch einfach an, erstellt euch einfach ein neues Konto. Haben wir uns hier registriert. Wichtig für die Registrierung, bekommt ihr eine Bestätigungs-E-Mail. Diese landet in der Regel im Spam. Schaut also im Spam nach für den Verifizierungscode. Sind wir jetzt hier bereit zur Kopplung mit der Fernbedienung. Wir koppeln die Fernbedienung jetzt hier mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Kabel. Ihr seht, wir sind jetzt hier verbunden, haben alle wichtigen Daten und haben auch hier unser Update, was jetzt hier ausgeführt wird. Das Update hat bei mir ungefähr 12 Minuten gedauert. Wichtig, trennt das Smartphone nicht während des Updates-Prozesses und achtet darauf, dass der Bildschirm des Smartphones angeschaltet bleibt. Ist das Update durchgeführt, bestätigt ihr das am Smartphone, trennt die Verbindung zwischen Smartphone und Fernbedienung und startet die Fernbedienung neu. Nach dem Neustart der Fernbedienung wird die Fernbedienung neu initialisiert. Das dauert auch nochmal ungefähr 60 Sekunden. Und danach ist die Fernbedienung neu eingerichtet und wir sehen jetzt hier auch unseren Schneeschieber konfiguriert und können diesen jetzt hier auch über die C1-Taste steuern. Kommen wir also mal zu einem kleinen Test. Ich hoffe mal, die paar Flocken, die hier runtergekommen sind, reichen für den Test. Beginnen wir einfach mal mit einer Standardsituation. Wir haben hier einen Fußweg, der quasi zu meinem Garten führt. Dieser ist mit Gras bewachsen und hier liegt Schnee. Hier möchte ich einfach mal die erste Räumung durchführen. Wir sehen, das geht im Großen und Ganzen problemlos. Der Roboter hat viel Kraft, guten Grip und läuft hier sauber durch und schiebt hier seine saubere Spur bis zu seinem Ziel. Nächster Test, ich möchte mal hier so einen kleinen Graben oder eine Senke durchfahren. Hier ist aber, wie ihr seht, schnell Schluss. Das liegt nicht an so wenig Power des Roboters, sondern am Schild. Das verhakt sich einfach hier in der Erde. Man kann jetzt das Schild anheben, aber hier reicht jetzt schlichtweg das Gewicht des Roboters nicht aus, um den sehr schweren Schnee wegzutransportieren. Aber das habe ich mir schon vorher gedacht. Kommen wir zum Beräumen einer ganz normalen Straße. Die Straße ist hier etwas uneben und wir haben auch ein Problem. Ich habe einfach nicht genug Schnee. Das Problem hierbei ist, wenn das Schild heruntergefahren ist, steht es nicht komplett auf dem Boden auf, sondern es sind 2 cm Luft unter dem Schild. Das hat der Hersteller extra so gemacht, dass sich das Schild nicht in den Boden eingräbt bei der normalen Fahrt. Allerdings, wie ihr hier seht, wird zwar Schnee weggeschoben, aber es bleibt halt eine Schicht von ca. 2 bis 3 cm liegen.
Kommen wir zur nächsten Kategorie, die vielleicht für den einen oder anderen Gewerbetreibenden interessant ist, wenn man zum Beispiel irgendwo eine Touristenattraktion betreibt und hier so einen Parkplatz freiräumen muss. Ich mache das jetzt hier einfach mal. Das geht recht gut mit dem Gerät, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben hier ziemlich schweren, pappigen Schnee und jeder, der schon mal sowas mit einem händischen Schneeschieber beseitigt hat, weiß, wie schwer das ist und besonders wie schwierig das ist, zum Beispiel auf einer Wiese solchen Schnee zu beräumen. Das geht eigentlich mit einem händischen Schneeschieber so gut wie gar nicht oder nicht schön. Hier der Roboter schiebt das problemlos weg und er bewältigt auch die sehr schweren Schneebrocken und ist auch ziemlich schnell. Ihr seht das Ergebnis und ich bin mit dem Ergebnis auch recht zufrieden. Das ging eigentlich ruckzuck, die Fläche ist beräumt und man könnte jetzt hier schon mit den Autos drauf parken. Zu guter Letzt noch der Punkt Randberäumung. Das heißt, ihr habt eventuell mit einem großen Schneepflug die Straßen freigeräumt, könnt aber nicht ganz an den Rand ranfahren, weil hier die Oberfläche zu uneben ist. Hier kommt dann auch dieser kleine Roboter zum Einsatz und hier können wir auch hervorragend die Ränder, die Straßenränder beräumen. Ihr seht, das klappt auch wunderbar, obwohl wir hier ziemlich festgefrorene Schneeklumpen liegen haben, schafft unser Roboter doch problemlos diese Aufgabe. Kleines Fazit zu der Geschichte. Leider haben wir dieses Jahr das schneeschwächste Jahr überhaupt in den letzten Jahren. Wir hatten zwar immer mal ein bisschen Kälte, aber wie ihr seht, es ist manchmal ein bisschen Schnee da. Aber dieses Jahr ist leider nicht so viel zu holen. Deswegen konnte ich jetzt leider keine schönen Tests machen. Abschließend zu sagen ist Folgendes. Das Gerät macht Sinn, wenn ihr große Flächen schieben müsst, die eine ebene Fläche haben. Das heißt geteert, gepflastert, betoniert. Große Betriebshöfe oder sowas kann man damit wunderbar schieben. Man kann gerade schieben, man kann das Schiebeschild verstellen. Das klappt alles wunderbar. Was weniger gut geht, das habt ihr jetzt auch schon in meinem Video gesehen, unebene Flächen, Schotterwege, Feldwege oder sehr kaputte Straßen. Hier hat das System doch stärkere Probleme, da das Schiebeschild ziemlich starr ist und sich hier gerne mal in den Boden eingräbt. Der Vorteil ist aber, wir können das Schiebeschild an der Fernbedienung mit der C1-Taste anheben und absenken. Das heißt, wir können größere Strecken zurücklegen, ohne zu schieben und können dann direkt eintauchen, wo wir anfangen müssen zu schieben. Der Roboter an sich hat wahnsinnig viel Kraft. Durch die Ketten hat er auch ziemlich viel Grip. Er hat ein sehr hohes Eigengewicht, was also bedeutet, er bleibt schön stabil im Schnee liegen und kann auch größere Schneebrocken wegschieben. Irgendwann ist dann natürlich hier auch Schluss der Größe geschuldet. Wenn wir dann größere Eisbrocken haben oder richtig große Schneehaufen, dann ist hier natürlich dann auch Schluss. Dann drehen die Räder durch. Die Kraft wäre zwar da, aber wir kriegen sie halt nicht mehr auf den Boden. Was kann ich hier abschließend zu sagen? Das Gerät ist für Firmen sehr interessant, wenn man seine Mitarbeiter größere Flächen leer räumen lassen muss. Ich weiß ja persönlich, was das kostet, wenn man hier zum Beispiel mal einen Dienst engagiert, der einen so 1-2 Monate die Betriebshöfe leer räumt, dann kostet das schnell mal 10, 20 oder 30.000 Euro. Dann ist man doch hier mit diesem System recht günstig bedient. Für den Privateinsatz würde ich sagen, ist es ein teures Spielzeug. Wer sich das Gerät leisten will, es macht wirklich Spaß damit zu arbeiten. Im Sommer habt ihr es ja gesehen, beim Mähen lässt es mich definitiv nicht in den Stich. Aber auch hier ist es eher für größere Flächen, Bauernhöfe oder ähnliches gedacht. Wenn man das nur für ein kleines Grundstück für zu Hause kauft, ist es halt ein sehr teures Spielzeug oder ein sehr teures Steuerauto. Nichtsdestotrotz muss man sagen, es macht wirklich verdammt viel Spaß, damit rumzucruisen, sage ich einfach mal. Aber schreibt mir doch einfach mal eure Kommentare unten, eure Meinungen unten in die Kommentarbox. So können wir uns hier vielleicht noch ein bisschen näher über die Geschichte auslassen. Hat das Sinn für euch? Ist es einfach nur ein teures Spielzeug? Oder was haltet ihr davon, wenn das größere Firmen dann halt einsetzen, um den Betriebshof freizuräumen? Denn hier weiß ich es selber. Ich war auch selber mal ein kleiner Angestellter. Wenn man da so 3-4 Stunden mit dem Handschipper Schnee räumen muss, ist das keine schöne Geschichte. Und hier mit so einem Gerät macht das doch viel mehr Spaß. Nichtsdestotrotz, wenn ihr euch für das System oder für den Aufbau hier interessiert, Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder irgendwie weitergeholfen, könnt ihr natürlich gerne meinen Kanal unterstützen. Das könnt ihr auf meiner Homepage oder mit der Super Thanks Taste oder abonniert hier einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. Das muss jetzt ein bisschen mehr mit Enthusiasmus gehen, aber vor der Feuer. Null Punkte, ey.